Fixe Renditen gibt es im Krypto- und DeFi-Bereich nicht. Das stimmte bis vor ein paar Jahren. Doch die Zeiten ändern sich. Im Kryptoversum zuweilen auch recht schnell, wie wir wissen. Wer planbare, garantierte Renditen erwirtschaften möchte, der sollte jetzt auf alle Fälle dranbleiben. Wir zeigen euch heute ein DeFi-Protokoll, welches wirklich genial ist. So meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Fixe, planbare Renditen wünschen sich natürlich alle. Wir kennen das noch aus dem traditionellen Finanzsystem, wo wir einfach garantierte Renditen einheimsen konnten, die vielleicht auch nicht allzu hoch waren. Diese, zumindest waren auch im Kryptobereich bis noch vor ein paar Jahren, wie schon im Intro erwähnt, unmöglich. Allerdings haben sich ein paar intelligente Köpfe einige Gedanken gemacht. Und die Lösung ist so simpel, wie sie auch genial ist. Und zwar, indem man von renditebringenden Assets den Kapital- und Renditeanteil in separate Assets trennt, also sprich tokenisiert und somit auch separat handelbar macht. Das bedeutet im Endeffekt, dass der Kapitalanteil ähnlich zu sehen ist wie eine sogenannte Nullzinsanleihe, also eine sogenannte Zero Bond. Denn diese Nullzinsanleihe, die kauft man im traditionellen Finanzsystem, auch bekannt, unter pari, also unter 100%. Sie bezahlt auch keinerlei Zinsen, deswegen heißt sie auch Nullzinsanleihe. Ihr bekommt aber zum Laufzeitende 100% wieder ausbezahlt. Noch einmal anders formuliert, ihr erwerbt diese Anleihe mit einem Abschlag, bekommt aber zur Fälligkeit den vollen Nominalbetrag zurückerstattet. Und die dadurch erzielte Rendite ist jetzt im DeFi-Bereich ebenfalls angelangt und somit könnt ihr genau durch diesen Mechanismus eben garantierte Renditen für euch einfahren. Das Protokoll, welches uns genau diese Art von Mechanismus ermöglicht, nennt sich Pendle Finance. Und wir können tatsächlich mit Pendle Finance zweistellige APRs, fixe APRs, auf zum einen Stablecoins, aber auch auf andere fluktuierende Assets erwirtschaften, wie zum Beispiel Ether, die im Staking liegen, oder andere Yield-Bearing Assets. Und ich hatte auch euch schon erwähnt, dass der Renditeanteil separat handelbar gemacht wurde. Das nennt sich dann eben Yield Trading. Wir haben in einem anderen Video das schon einmal ausgeführt. Das verlinken wir euch oben, aber auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Im nächsten Schritt werden wir uns mal die DeFi-Lama-Übersicht von Pendle Finance etwas genauer angucken. Wie wir nämlich hier sehen, ist das Protokoll schon eigentlich relativ lange aktiv. Das heißt, schon seit Mitte 2021 wurde dieser Mechanismus von Pendle Finance entwickelt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Allerdings hat es relativ lange gedauert, bis dann auch der durchschlagende Erfolg gekommen ist. Und wir hier im Endeffekt sehen, dass aus dem Jahr 2024, Anfang 2024, das von der breiten Masse erkannt wurde. Das Total Value Locked dann auf zeitweise mal knapp 6,5 Milliarden US-Dollar angewachsen ist, dann wieder einen kleinen Rückzug erlebt hat und in der Spitze bei über 13 Milliarden US-Dollar war und sich momentan hier bei 1,5 Milliarden wieder bewegt. Was bei Pendle Finance wirklich sagenhaft und vorbildlich ist, ist der Umstand, dass die Lerninhalte bzw. Dokumentationen zum Protokoll wirklich ausführlich und vorbildlich sind. Wir sehen hier eine separate, man könnte sagen, Educations Akademie bzw. einen Ausbildungsbereich, könnte man sagen, der wirklich hervorragend auch in mehreren Sprachen und Formaten abgebildet wurde, und die ganz normale Dokumentationssektion ist ebenfalls so ausführlich, dass ihr, wenn ihr euch ein bisschen Zeit nehmt, mit den ganzen Beschreibungen euch anzufreunden, dann auch relativ schnell seht, wie das ganze Protokoll A funktioniert und B für euch zu nutzen ist. Wir werden jetzt im nächsten Schritt einmal uns die Marktübersicht von Pendle etwas genauer angucken. Und hier sehen wir im Endeffekt, dass es einige Assets bei Pendle auch gibt. Wenn wir mal runterscrollen, dann seht ihr schon, dass das mit Sicherheit, ich würde mal sagen, mehr als 100 verschiedene Assets sind. Und ihr habt hier natürlich auch verschiedene Filterkriterien, die ihr nutzen könnt. Für uns allerdings interessant die fixe APY. Und hier könnt ihr nämlich auch nach absteigender fixer APY sortieren. Und was ebenfalls ganz, ganz schön ist bei Pendle, ist der Umstand, dass in der Übersicht ihr alle Informationen bekommt, um einschätzen zu können, ob das Asset mit der dahinterstehenden fixen Rendite auch für euch überhaupt interessant ist. Das heißt, wenn ihr noch niemals von einem Token oder einer Kryptowährung gehört habt, die AVLT heißt, dann ist das Schöne, dass ihr hier, wenn ihr dieses Dropdown-Menü öffnet, immer ein I hinter dem Asset steht, worüber ihr euch dann informieren könnt, was es überhaupt für ein Token ist,
wo der herkommt, welche Restlaufzeit er hat und so weiter und so fort. Und das ist hier wirklich noch einmal bravourös von Pendle Finance gelöst worden, sodass natürlich auch die Eintrittshürden in diese Märkte von fixen Renditen relativ niedrig sind, weil auch absolute Beginner sich relativ schnell einen Überblick verschaffen können, mit welchen Token hier überhaupt gespielt wird und vor allem auch, welches Risiko ihr eingeht, wenn ihr die dazugehörigen Yield Token bzw. Principal Token von Pendle Finance kauft. Im nächsten Schritt werden wir uns jetzt einen Principal Token, sprich ein Token, der uns garantierte fixe Renditen liefert, einmal genauer angucken. Wir wählen hier den sogenannten APY USD, das ist also der APX USD des Apex Protokolls und der wurde hier eben verwendet, um fixe Renditen zu erwirtschaften. Wenn ihr das machen möchtet, klickt ihr einfach auf diesen Principal Token, also nochmal PT steht für Principal Token, der verkörpert das Kapital und der Yield Token verkörpert die Rendite. Wir wollen aber die fixen Renditen, deswegen kaufen wir immer den Principal Token. Und wenn wir diesen ausgewählt haben, haben wir hier über diese Schaltfläche die Möglichkeit, den Principal Token, der mit dem Basiswert verbunden ist, zu kaufen. Das Schöne bei Pendle Finance ist auch, dass ihr ein sogenanntes Zap-In machen könnt. Das heißt, ihr braucht nicht die Kryptowährung, die hier von vornherein ausgewählt wurde, sondern ihr könnt auch irgendeine, zum Beispiel USDC, verwenden. Es wird dann eine separate externe DEX genutzt, um eure USDC in die Kryptowährung zu swappen, die notwendig ist, um den Principal Token eben zu erwerben. Dann stellt ihr zum Beispiel ein, wie viel ihr investieren wollt. Wir nehmen jetzt hier einfach mal 10.000 US-Dollar her. Und ihr bekommt dann im Endeffekt auch von dem Protokoll eine Trade-Vorschau oder eine Trade-Zusammenfassung geliefert. Bedeutet also, dass diese 10.000 USDC, die momentan einen Wert von 9.998 US-Dollar zum Aufnahmezeitpunkt dieses Videos haben, einen Principal Token des APY USD erwerben, der einen Gegenwert von 10.010 US-Dollar hat. Das sind also 10.239 dieser PT APY USD. Und bedingt durch euren Trade wird hier die implizite APY, das ist also eine, man könnte sagen, Kennzahl, die euch anzeigt, wo die Markterwartung der Rendite momentan liegt, ist eigentlich für uns relativ unwichtig. Wichtig ist für uns, wie hoch die effektive APY für uns ist, wenn wir zum einen einen gewissen Price Impact berücksichtigen, das heißt einmal beim Swap der USDC in die Kryptowährung, die wir brauchen, um den Principal Token zu erwerben und beim Erwerb des Principal Tokens dann selbst auch noch. Und natürlich gibt es dann auch noch eine kleine Protokollgebühr, die eben Pendle Finance für sich vereinnahmt. Natürlich für den Umstand, dass sie das ganze Konzept entwickelt haben und meines Erachtens auch vollkommen zu Recht. Bedeutet also, dass ihr insgesamt und mindestens 10.237 PT Principal Token dieses APY USD erwerbt mit einer Restlaufzeit von, es waren glaube ich um die 56 Tage, wo steht's? 58 Tage, genau. Fälligkeit ist der 18. Juni 2026 und ihr haltet quasi diese PT APY USD und das ist ein, man könnte sagen, Zero Bond Token, der intern aufwertet. Und zum Laufzeitende ist die Aufwertung dieses Principal Tokens so weit vorangeschritten, dass ihr dann eben mehr USDC zurückbekommt als vorher. Und wir können im Endeffekt uns das jetzt auch nochmal ausrechnen lassen über den Kalkulator, indem wir hier unsere 10.000 USDC eingeben, dann auf Kalkulieren drücken und uns dann der Kalkulator eben ausspuckt, dass wir 223 APX USD, der in der Regel auch immer 1:1 am US-Dollar notiert, hier in genau dieser Zeit herausholen können. Entspricht also einer Nettorendite von 2,24%, beziehungsweise diese Nettorendite aufs Jahr hochgerechnet, weil es ja nur für 58 Tage sind 14,86%. Und das, wie schon gesagt, garantiert. Und der Umtausch von diesen fällig gewordenen Principal Token geht auch relativ einfach. Es gibt eine separate Seite. Lasst mich gucken, ob ich hier die Möglichkeit habe, euch das zu zeigen. Leider nicht, weil ich nicht eingeloggt bin und momentan auch keine offenen Positionen habe. Aber es gibt eine separate Übersicht, wo euch dann eben angezeigt wird, okay, euer Principal Token ist jetzt fällig. Möchtet ihr ihn gegen das Kollateral eintauschen und dann könnt ihr gegen jede x-beliebige Kryptowährung inklusive Gewinn dann wieder auscashen. Ja, wie ihr seht, ist es relativ einfach, mit DeFi-Protokollen zweistellige fixe Jahresrenditen zu erzielen, wenn man sich ein kleines bisschen die Mühe macht. Und das ist auch der Grund, warum ihr heute hier seid. Ihr seid noch relativ früh dran und deswegen sind eben genau jetzt noch solche Renditen möglich, weil die Masse der Menschen genau dieses Potenzial noch überhaupt nicht erkannt hat. Es gibt gerade mal nur etwa 1 bis 2 Millionen DeFi-Investoren.
Das ist also bedeutend wenig und deswegen verteilen sich diese Renditen eben auch auf relativ wenige Akteure. Nutzt es einfach mal, probiert es einfach mal aus. Falls ihr Hilfe dabei braucht, wir möchten euch nochmal daran erinnern, dass wir genau für diesen Zweck unsere Mastermind-Gruppe ins Leben gerufen haben, wo eben eine Begleitung in solchen Sachen inklusive ist und eben auch sicherstellt, dass ihr ans Ziel kommt und alles so abläuft, wie ihr euch das vorstellt. Link findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Wir sagen danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.